Guten Tag zusammen. Willkommen zurück bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und ich hoffe, es geht euch allen gut heute. Wie war eure Woche bisher? Habt ihr etwas Interessantes erlebt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hallo Henry, guten Tag an alle. Ich bin Emilia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Henry, du siehst heute etwas müde aus. Ist alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut, Emilia. Aber ich hatte heute Morgen einen Termin beim Zahnarzt. Das war nicht so angenehm, muss ich sagen. Oh nein, was ist passiert? Hattest du Zahnschmerzen? Nein, zum Glück nicht. Es war nur meine normale Kontrolle. Aber ich muss zugeben, ich gehe nicht gerne zum Zahnarzt. Ich bin immer ein bisschen nervös. Das verstehe ich total. Viele Menschen fühlen sich so. Ich war letzte Woche auch beim Zahnarzt. Wie oft gehst du denn zur Kontrolle? Ich versuche 2-mal im Jahr zu gehen. Einmal im Frühling und einmal im Herbst. Und du? Gehst du regelmäßig? Ja, ich auch 2-mal im Jahr. Mein Zahnarzt empfiehlt das immer. Er sagt, Prävention ist sehr wichtig. Wie lange warst du heute beim Zahnarzt? Ungefähr 1 Stunde. Zuerst hat die Zahnarzthelferin meine Zähne gereinigt. Das hat etwa 30 Minuten gedauert. Danach kam der Zahnarzt für die Untersuchung. 1 Stunde ist ziemlich lang. Wurden deine Zähne auch geröntgt? Nein, heute nicht. Beim letzten Mal vor 6 Monaten haben sie Röntgenbilder gemacht. Der Zahnarzt meinte, das ist nicht bei jeder Kontrolle notwendig. Das stimmt. Röntgenbilder macht man nicht so oft. Und liebe Zuschauer, geht ihr gerne zum Zahnarzt? Oder seid ihr auch nervös wie Henry? Erzählt uns davon. Genau. Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen. Also Emilia, wie war dein letzter Besuch beim Zahnarzt? Besser als meiner hoffentlich? Eigentlich war es ganz okay. Ich hatte einen Termin am Mittwochmorgen um 9 Uhr. Ich mag Termine am Morgen lieber, weil ich dann nicht den ganzen Tag daran denken muss. Das ist eine gute Strategie. Ich hatte meinen Termin heute um 8:30 Uhr. Bist du pünktlich gekommen? Ja, ich war sogar 10 Minuten früher da. Ich musste noch ein Formular ausfüllen, weil ich meine Adresse geändert habe. Hast du auch Formulare ausfüllen müssen? Nein, bei mir war alles aktuell. Aber ich musste im Wartezimmer etwa 15 Minuten warten. Das war ein bisschen langweilig. Oh, das Wartezimmer, ich kenne das. Was hast du gemacht, während du gewartet hast? Ich habe eine Zeitschrift gelesen. Es gab Magazine über Gesundheit, Reisen und auch einige Kinderbücher. Und im Hintergrund lief leise Musik. Bei meinem Zahnarzt ist es ähnlich. Sie haben auch einen Fernseher im Wartezimmer. Manchmal laufen dort Nachrichten oder Dokus. Warst du sehr nervös? Am Anfang schon. Aber dann habe ich tief durchgeatmet und versucht, mich zu entspannen. Die Musik hat auch geholfen. Wie fühlst du dich normalerweise vor dem Termin? Ich bin meistens ruhig, aber manchmal frage ich mich, habe ich ein Loch im Zahn? Sind meine Zähne gesund? Kennst du diese Gedanken? Absolut. Ich denke genau das Gleiche. Heute Morgen war ich erleichtert, als der Zahnarzt sagte, dass alles gut aussieht. Keine Karies, keine Probleme. Das ist wunderbar. Glückwunsch. Bei mir war es auch so. Mein Zahnarzt hat gesagt, meine Zähne sind in sehr gutem Zustand. Das war eine schöne Nachricht. Das freut mich für dich. Hast du bei deinem Termin auch eine professionelle Zahnreinigung bekommen? Ja, genau. Die Dentalhygienikerin war sehr nett und gründlich. Sie hat jeden Zahn einzeln gereinigt und poliert. Es hat ein bisschen gekitzelt, aber es tat nicht weh. Bei mir war es ähnlich. Die Zahnarzthelferin hat auch Zahnseide benutzt. Sie hat mir gezeigt, wie ich Zahnseide richtig benutzen soll. Benutzt du jeden Tag Zahnseide? Ich versuche es, aber ehrlich gesagt vergesse ich es manchmal. Ich putze meine Zähne 2-mal am Tag, morgens und abends, aber Zahnseide benutze ich vielleicht 4 oder 5-mal pro Woche. Das ist schon gut. Mein Zahnarzt sagt immer, regelmäßiges Putzen ist das Wichtigste. Welche Zahnpasta benutzt du? Ich benutze eine Zahnpasta mit Fluorid. Mein Zahnarzt hat sie empfohlen. Sie schützt den Zahnschmelz und hilft gegen Karies. Und du? Ich auch. Ich habe verschiedene Marken ausprobiert, aber jetzt bleibe ich bei einer mit Fluorid. Manchmal nehme ich auch eine für empfindliche Zähne. Hast du empfindliche Zähne? Das kann unangenehm sein, besonders beim Essen oder Trinken von kalten Sachen. Ja, manchmal. Wenn ich Eis esse oder kaltes Wasser trinke, fühle ich einen kleinen Schmerz. Aber die spezielle Zahnpasta hilft wirklich. Das ist gut zu wissen an alle Zuschauer. Habt ihr auch empfindliche Zähne? Was macht ihr dagegen? Teilt eure Tipps in den Kommentaren. Genau. Wir lernen gerne von euch.
Also Emilia, hat dein Zahnarzt dir noch andere Ratschläge gegeben? Ja, er hat mir gesagt, ich soll nicht so viel Zucker essen. Er meinte, Zucker ist schlecht für die Zähne. Das weiß ich natürlich. Aber manchmal esse ich gerne Schokolade oder Kuchen. Oh, das kenne ich. Ich liebe Süßigkeiten auch. Mein Zahnarzt hat mir heute das Gleiche gesagt. Er meinte, wenn ich schon Süßes esse, dann soll ich danach den Mund ausspülen oder mir die Zähne putzen. Das ist ein guter Tipp. Ich trinke auch oft Wasser nach dem Essen. Das hilft, die Zähne zu reinigen. Trinkst du viel Kaffee oder Tee? Ja, ich trinke jeden Morgen 2 Tassen Kaffee, manchmal auch am Nachmittag eine Tasse. Warum fragst du? Weil Kaffee und Tee die Zähne verfärben können. Sie werden dann gelb oder braun. Mein Zahnarzt hat mir das erklärt. Stimmt, das habe ich auch gehört. Aber ich kann nicht auf meinen Morgenkaffee verzichten. Vielleicht sollte ich danach mehr Wasser trinken. Das ist eine gute Idee. Oder du könntest einen Strohhalm benutzen. Das reduziert den Kontakt zwischen dem Getränk und den Zähnen. Ein Strohhalm für Kaffee? Das klingt lustig. Aber ich werde es vielleicht probieren. Hast du bei deinem Zahnarztbesuch noch etwas anderes gelernt? Ja, die Dentalhygienikerin hat mir gezeigt, wie ich meine Zunge reinigen kann. Viele Menschen vergessen das, aber auf der Zunge sammeln sich auch Bakterien. Das ist interessant. Wie reinigt man die Zunge denn? Man kann einen Zungenschaber benutzen oder einfach die Zahnbürste. Man bürstet sanft von hinten nach vorne. Es fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, aber man gewöhnt sich daran. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich werde es ab morgen versuchen. Danke für den Tipp. Wie lange hat deine professionelle Zahnreinigung gedauert? Ungefähr 40 Minuten. Die Dentalhygienikerin war sehr gründlich. Sie hat auch die Zahnzwischenräume gereinigt und mir erklärt, warum das wichtig ist. Zahnzwischenräume sind wirklich wichtig. Dort sammelt sich oft Essen und normale Zahnbürsten kommen nicht gut dorthin. Deshalb ist Zahnseide so nützlich. Genau, und es gibt auch kleine Bürsten für die Zahnzwischenräume. Sie heißen Interdentalbürsten. Kennst du die? Ja, ich habe davon gehört, aber ich habe sie noch nie benutzt. Sind sie besser als Zahnseide? Mein Zahnarzt sagt, beide sind gut. Es kommt darauf an, was man lieber mag. Interdentalbürsten sind manchmal einfacher zu benutzen, besonders für größere Zwischenräume. Vielleicht sollte ich sie auch mal ausprobieren. Man lernt immer etwas Neues beim Zahnarzt. Liebe Zuschauer, welche Produkte benutzt ihr für eure Zahnpflege? Nur Zahnbürste und Zahnpasta oder auch andere Dinge? Ja, erzählt uns davon. Wir sind neugierig. Also Henry, hat der Zahnarzt dir heute noch etwas Spezielles gemacht? Nicht wirklich. Nach der Reinigung hat er meine Zähne untersucht. Er hat jeden Zahn einzeln angeschaut und mit einem kleinen Spiegel geprüft. Das macht mein Zahnarzt auch immer. Er klopft auch manchmal leicht auf die Zähne. Weißt du warum? Ich glaube, er prüft, ob die Zähne fest sind und ob es Schmerzen gibt. Wenn ein Zahn locker ist oder wehtut, dann gibt es vielleicht ein Problem. Genau. Und er schaut auch auf das Zahnfleisch. Gesundes Zahnfleisch ist wichtig für gesunde Zähne. Blutet dein Zahnfleisch manchmal beim Putzen? Früher ja, aber jetzt nicht mehr. Mein Zahnarzt hat mir gesagt, das bedeutete, dass ich nicht gründlich genug geputzt habe. Jetzt putze ich besser und das Problem ist weg. Das ist gut. Zahnfleischbluten kann auch ein Zeichen für Zahnfleischentzündung sein. Deshalb ist regelmäßiges Putzen so wichtig. Wie lange putzt du deine Zähne? Ungefähr 2 Minuten, morgens und abends. Manchmal benutze ich auch eine elektrische Zahnbürste. Die hat einen Timer, der nach 2 Minuten piept. Elektrische Zahnbürsten sind praktisch. Ich benutze auch eine. Sie reinigt besser als eine normale Handzahnbürste, finde ich. Wie oft wechselst du den Bürstenkopf? Ungefähr alle 3 Monate. Mein Zahnarzt sagt, das ist wichtig, weil alte Bürsten nicht mehr gut reinigen und Bakterien haben können. Stimmt genau. Ich wechsle meinen Bürstenkopf auch alle 3 Monate. Manchmal vergesse ich es, aber meine elektrische Zahnbürste hat eine kleine Anzeige, die mich daran erinnert. Das ist eine nützliche Funktion. Technologie macht unser Leben wirklich einfacher. Hat dein Zahnarzt dir gesagt, wann du wieder kommen sollst? Ja, in 6 Monaten. Er hat mir schon einen Termin gegeben. Ich habe ihn in meinem Kalender notiert, damit ich ihn nicht vergesse. Hast du auch schon deinen nächsten Termin? Ja, ich komme im Juli wieder. Das ist in etwa 6 Monaten. Die Sprechstundenhilfe hat mir eine kleine Karte gegeben mit dem Datum und der Uhrzeit. Diese Terminkarten sind hilfreich. Ich bekomme auch immer eine. Manchmal schickt mir die Praxis auch eine Erinnerung per SMS oder E-Mail ein paar Tage vorher.
Oh, das ist praktisch. Meine Zahnarztpraxis macht das auch. Gestern habe ich eine SMS bekommen, die mich an meinen heutigen Termin erinnert hat. Das verhindert, dass man den Termin vergisst. Hast du schon mal einen Termin vergessen? Einmal vor ein paar Jahren. Ich war so beschäftigt mit der Arbeit, dass ich es komplett vergessen habe. Ich habe mich dann sehr geschämt und habe sofort angerufen, um mich zu entschuldigen. Das kann passieren. Wichtig ist, dass du angerufen hast. Die meisten Zahnarztpraxen sind sehr verständnisvoll. Wie viel kostet denn eine normale Kontrolle bei dir? Bei mir zahlt die Krankenkasse die normale Kontrolle und die Zahnreinigung einmal im Jahr. Für die zweite Zahnreinigung muss ich selbst bezahlen, ungefähr 60 bis 80 Euro. Bei mir ist es ähnlich. Die Krankenkasse übernimmt die Basisleistungen, aber für zusätzliche Dinge wie eine zweite Reinigung oder spezielle Behandlungen muss man oft selbst zahlen. Ja, das stimmt, aber ich finde, es lohnt sich. Gesunde Zähne sind wichtig und Prävention ist billiger als Reparatur später. Absolut. Wenn man nicht regelmäßig zum Zahnarzt geht, können kleine Probleme zu großen werden. Und dann wird es teuer und schmerzhaft. Genau. Liebe Zuschauer, wie ist das Gesundheitssystem in eurem Land? Bezahlt eure Krankenkasse den Zahnarzt? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind sehr interessiert. Ja, wir lernen gerne über verschiedene Länder und Systeme. Also Henry, hattest du jemals eine große Zahnbehandlung? Zum Beispiel eine Füllung oder eine Wurzelbehandlung? Ja, vor 3 Jahren hatte ich ein kleines Loch in einem Backenzahn. Der Zahnarzt hat mir eine Füllung gemacht. Das war nicht angenehm, aber auch nicht so schlimm, wie ich dachte. Wie hat sich das angefühlt? Hattest du Schmerzen? Der Zahnarzt hat mir eine Betäubung gegeben, also habe ich während der Behandlung nichts gespürt. Mein Mund war nur taub. Das Bohren war laut und ein bisschen unangenehm, aber es tat nicht weh. Ich hatte auch mal eine Füllung vor vielen Jahren. Die Betäubung ist wirklich hilfreich. Wie lange hat die Behandlung gedauert? Ungefähr 30 Minuten. Danach war mein Mund noch ein paar Stunden taub. Ich konnte nicht richtig sprechen oder essen. Das war lustig und frustrierend zugleich. Oh ja, das kenne ich. Man muss aufpassen, dass man sich nicht auf die Lippe oder Zunge beißt, weil man nichts spürt. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder normal essen konntest? Der Zahnarzt hat mir gesagt, ich soll etwa 2 Stunden warten, bevor ich etwas esse. Und ich sollte nichts Heißes trinken. Ich habe dann zu Hause kalte Suppe gegessen. Kalte Suppe klingt nicht sehr lecker, aber es ist wichtig, die Anweisungen des Zahnarztes zu befolgen. Hattest du danach noch Schmerzen? Ein bisschen. Am Abend war der Zahn etwas empfindlich, aber es war okay. Der Zahnarzt hatte mir Schmerztabletten empfohlen, falls nötig, aber ich habe keine gebraucht. Das ist gut. Moderne Zahnmedizin ist wirklich fortgeschritten. Früher waren Zahnbehandlungen viel schmerzhafter. Jetzt gibt es gute Betäubungsmittel und schonende Methoden. Absolut. Ich bin froh, dass ich heute lebe und nicht vor 100 Jahren. Damals gab es keine Betäubung, keine guten Werkzeuge, nichts. Schrecklich. Da hast du recht. Wir sollten dankbar sein für moderne Medizin. An alle Zuschauer. Hattet ihr schon mal eine große Zahnbehandlung? Wie war eure Erfahrung? Teilt eure Geschichten. Ja, wir würden gerne von euch hören. Also Emilia, gibt es noch etwas, das du beim letzten Zahnarztbesuch gelernt oder erlebt hast? Ja, tatsächlich. Der Zahnarzt hat mir erklärt, dass man die Zahnbürste nicht zu fest drücken soll. Viele Menschen denken, festes Drücken reinigt besser, aber das stimmt nicht. Oh, das ist interessant. Was passiert, wenn man zu fest drückt? Man kann das Zahnfleisch verletzen und den Zahnschmelz abnutzen. Es ist besser, sanft und gründlich zu putzen mit kreisenden Bewegungen. Das wusste ich nicht. Ich habe immer ziemlich fest geputzt. Ab jetzt werde ich sanfter sein. Danke für die Information. Gerne, es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Hat dein Zahnarzt dir heute noch andere Tipps gegeben? Ja, er hat mir gesagt, ich soll nach dem Essen nicht sofort die Zähne putzen. Man soll etwa 30 Minuten warten, besonders nach sauren Speisen oder Getränken. Warum ist es so? Säure macht den Zahnschmelz weich. Wenn man sofort putzt, kann man den Schmelz beschädigen. Besser ist es zu warten oder den Mund mit Wasser auszuspülen. Das ist ein sehr guter Tipp. Ich trinke manchmal Orangensaft zum Frühstück. Das ist sauer. Jetzt weiß ich, dass ich danach nicht sofort putzen sollte. Genau. Kleine Änderungen in unseren Gewohnheiten können unsere Zahngesundheit verbessern. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Zahnarztbesuch? Ich fühle mich gut. Meine Zähne sind sauber und ich weiß, dass sie gesund sind. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und du? Mir geht es auch gut.
Am Anfang war ich nervös, aber jetzt bin ich froh, dass ich hingegangen bin. Es ist immer eine Erleichterung zu hören, dass alles in Ordnung ist. Ja, das verstehe ich total. Regelmäßige Kontrollen geben uns Sicherheit und wenn es ein Problem gibt, kann man es früh behandeln. Absolut. Prävention ist der Schlüssel. Liebe Zuschauer, geht ihr regelmäßig zum Zahnarzt? Wenn nicht, was hält euch davon ab? Angst? Kosten? Zeitmangel? Wir würden gerne eure Gedanken hören. Vielleicht können wir euch ermutigen, einen Termin zu machen. Eure Zähne werden es euch danken. Genau. Und vergesst nicht, jeden Tag zu putzen, Zahnseide zu benutzen und nicht zu viel Zucker zu essen. Kleine Schritte führen zu großen Ergebnissen. Sehr gute Ratschläge, Henry. Ich denke, wir haben heute viel über Zahngesundheit gesprochen. Habt ihr etwas Neues gelernt, liebe Zuschauer? Ich hoffe es. Und denkt daran, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie in die Kommentare schreiben. Wir lesen sie gerne und antworten, wenn wir können. Ja, wir lieben es, mit euch zu interagieren. Eure Kommentare machen unsere Videos besser und interessanter, also seid nicht schüchtern. Genau. Und vergesst nicht, unser Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns sehr. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt den Abonnieren-Button. Ja, abonniert Dankecast Deutsch, so verpasst ihr keine neuen Videos. Wir laden regelmäßig neue Inhalte hoch, um euch beim Deutschlernen zu helfen. Wir haben so viele spannende Themen für die Zukunft geplant. Alltagssituationen, Reisen, Kochen, Kultur und vieles mehr. Bleibt dran. Welche Themen interessieren euch am meisten? Schreibt es in die Kommentare. Wir möchten Videos machen, die ihr wirklich sehen wollt. Eure Wünsche und Ideen sind uns wichtig. Wir sind hier, um euch zu helfen und eure Vorschläge inspirieren uns. Absolut. Und denkt daran, dass Deutschlernen Zeit braucht. Seid geduldig mit euch selbst. Jeden Tag ein bisschen üben ist besser als einmal pro Woche viel. Das ist ein sehr guter Punkt, Emilia. Konsistenz ist wichtiger als Perfektion. Macht Fehler, lernt daraus und macht weiter. Genau, und habt Spaß dabei. Sprachenlernen soll interessant und unterhaltsam sein, nicht stressig. Richtig. Nutzt Ressourcen wie Podcasts, Videos, Bücher, Apps, alles, was euch hilft. Jeder lernt anders. Und sprecht so viel wie möglich auf Deutsch. Auch wenn ihr alleine seid, übt laut zu sprechen. Das verbessert eure Aussprache und euer Selbstvertrauen. Sehr gute Tipps. Ich glaube, es ist Zeit, uns zu verabschieden. Aber vorher noch eine letzte Frage an euch. Wann war euer letzter Zahnarztbesuch und wie war es? Ja, teilt eure Erfahrungen mit uns. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Und jetzt sagen wir auf Wiedersehen für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Passt gut auf eure Zähne auf und bis zum nächsten Mal bei Dankecast Deutsch. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen. Wir sehen uns bald wieder. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren. Bis bald. Tschüss zusammen. Habt einen wunderschönen Tag.